ist unser erstes Video, Jungs. Oh. Guckt euch mal bitte diese Nase an. Hey Party People, herzlich willkommen zu diesem Angelvideo. Wir sind heute am Rhein unterwegs. Unser Plan ist es heute zu fiedern, tagsüber auf jeden Fall, um ein paar Köfis zu fangen, und abends werden die Routen dann auf Raubfisch ausgelegt, natürlich vorzugsweise Zander, und dafür brauchen wir auch die Köfis. So ist der Plan, alles weitere erzähle ich euch gleich, denn erstmal muss das Lager aufgebaut werden, und bevor das aufgebaut wird, kommen erstmal die Routen raus, so komplett random, 2 Stück, einfach auf Teig, auf Made, mit ein bisschen Futter in den Futterkorb, um zu gucken, dass wir wenigstens jetzt schon mal vielleicht ein paar Köfis fangen und nicht mehr diesen Druck haben, bis abends Köfis fangen zu müssen. Wie gesagt, danach das Lager, so der Plan. Der Bommel ist dahin schon am Schwitzen, den seht ihr auch gleich im Video. Und ansonsten, ja, bleibt dran, wird ein geiles Video, wollte ich sagen. Das klingt wie Markus Eule von Zack Fishing. Gell? Wollen wir nicht, es wird auf jeden Fall ein Video. Ist schon mal Aussage, oder? Geil, also let's go. So, die 3 Fiederrouten sind jetzt mal auf die Schnelle aufgebaut. Das ist absolut gar kein Hexenwerk, auf jeden Fall. Kommt das fertige Fiederfutter rein. Warum fertiges Fiederfutter? Ich habe es halt einfach meistens dabei, um nicht noch vorher irgendwie Futter mischen zu müssen. Dann kommt fertiges Fiederfutter rein. Jetzt wundert ihr euch, warum 3 Routen. Eine Route ist dem Bommel, aber der steht da hinten, er baut da irgendwelche Sachen auf. Und als erstes, also wir machen einen kleinen Test, einfach mal Maden, Wurm und Teig, und zu gucken einfach, was besser funktioniert. Die Maden, guck mal, die Maden haben es auch schon sehr hinter sich. Ah, ja. Die liegen schon sehr, sehr lange im Kühlschrank hier. Bewegt sich auch kaum mehr was. Ich glaube, Bommel, wir müssen auf deine ausweichen. Maden, die sind im Jenseits, im Himmel. So, aber ein paar Caster können wir ja trotzdem drauf hauen. So sieht das Ganze aus, ne? Wow, meine Route ist nicht der Futterkorb. Sachen kann ich. Auf jeden Fall wie so richtige Anfänger. Dankeschön. Gerne. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du mir hilfst, die Route kurz aufzuheben. Weil Hör doch auf, mit Mädchen zu reden. Dankeschön. Aber man sieht, richtige Pros beim Filmen sind hier, Leute. Das ist unser erstes Video, was online geht. Jojo. Wir hatten aber früher schon Videos gemacht. Aber dazu später mehr. So, Dankeschön. Also wie gesagt, absolut gar kein Hexenwerk. Außer dem kleinen Knoten. Futterkorb und da irgendwo der Haken. Gut. Tausende Schiffe, wollen wir erstmal warten, bevor der Futterkorb irgendwo in Köln landet. Jetzt wenn wir die kurz halten, dann kann ich den nächste fertig machen. Danke. Rot, ja. Ja, rot, oder? So. Geht es? Kaum ist der Kaffee fertig, gell? Bommel und ich haben gerade den Kaffee fertig gemacht. Es gab hier eine Person, die als allererstes da sein wollte. Und nachdem das
Zelt, Camp, Dings steht, Routen drin sind, Kaffee gerade fertig gekocht, da kommt der Can. Ich blende neben dir fürs Video extra so noch einen Namen ein, links von dir oder so. Oder rechts von dir. Auf jeden Fall wird's. Soll ich noch einen Feuereffekt reinmachen? Oh mein Gott, du kriegst so einen Feuereffekt noch. Er ist wieder geschwitzt. Käffchen? Bier. Haben wir. Oh. So, cheers. Ich bleib mal sitzen. Ja, alter Mann, ist okay. Oh, Ich brauch. ja. Trinken erstmal unser Käffchen aus. Bierchen, ein Weinchen, ein Messerchen. Werden die Routen gecheckt. Handy wird gecheckt. Übrigens, das ganze Video wird so teilweise langweilig. Also wenn ihr keinen Bock habt, schaltet ab jetzt schon mal besser. Diesmal anders. So deutsche YouTube-Videos in dem Format, glaube ich, gibt es nicht. Sind mir auch keine bekannt, nein. Und sonst? Geil. Es gibt in Lettland, Alter, die heißen Adventure Brothers. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber die machen so glaube, ja. russischsprachige Videos. Die Videos dauern auch so 2 Stunden. Ey, es ist total krass. Du kannst da alles machen. Also die haben auch Regeln. Zum Beispiel, du darfst 2 Grundangeln mit aber 3 Haken und sowas Ja, setzen. ja. Aber du darfst halt überall mit dem Auto vorfahren. Du darfst wirklich Boot überall slippen, wo du willst. Und die halten trotzdem, die Natur ist sauberer als bei uns. Ja. Ohne Scheiß. Es ist so schön. Die gehen auch dafür ins Gefängnis. Das weiß ich nicht, ja, Wenn die aber- erwischt werden bei Umweltverschmutzung, gehen die zumindest in Schweden ins Gefängnis. Ja gut, Lettland ist jetzt natürlich mit den Ja, ja. Schweden, aber Ja, es ist aber- schon trotzdem, ja, ist total geil, wirklich. Das ist ja auch Quatsch, dass du bei den Angelplätzen als Angler, du machst hier einen Schein, du machst eine Prüfung, alles drum und dran, dass du teilweise dein Gepäck hier kilometerweit tragen ja. musst, weil du mit dem Auto nicht ranfahren darfst. Ja. Also du könntest, aber du darfst nicht. Ja, genau. Absoluter Quatsch. Also gut, so sind die Gesetze. Ich hatte ja mal die untere Naturschutzbehörde angeschrieben, ob Ja. ich mit dem Auto ranfahren darf, wenn ich 2 blaue Säcke mit Müll mitnehme. Nee, darf ich nicht. Okay, alles klar, dann lass lieber den Müll da liegen, weil ich krieg die Ausnahmegenehmigung nicht. Ich bin ja kein Müllmann, also keine Ahnung. Warte, ich bin dich doch gleich. Oh, es beißt. Es beißt. So, die linke Route, das ist jetzt die ganz im Flachen. Ja, die Nö. Aber ich glaube, es ist nichts dran. Also die sind safe, ja, ist nichts dran. Sind safe alle im Flachen. Und auch nur langes Vorfach. Auf kurze Vorfächer gar nichts. Nur langes Vorfach. Und die beißen dort die Köfis. Bei 60, 70 cm Tiefe oder so. Irgendwo hier, ne? Ah, fuck. Dann hat er noch keine Einweisung in die Kamera. Ja, mir hat es gerade einen Biss gehabt auf der linken Route. Da ist es. Ah. Ja. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube doch. Vielleicht doch ein Köffi. Ich weiß nicht. Nee. Schade. 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 Bisschen Kraut dran. Aber das war auf jeden Fall kein Kraut. Hey, Köffi! Köffi im Stein. Nein, Köffi im Stein. Da ist auf jeden Fall safe Köffi dran. Hey, John, du gehst baden, ne? Den Köffi brauchen wir. Ich sag dir so, wie es ist. Da ist er, der Köffi. 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 Juhu. Petri. Petri, Dank. Ich will euch einmal zeigen, wo wir unsere Routen platzieren und wie überhaupt dieser Aufbau hier ist. Also wir sind auf dem letzten Buhnkopf
Von da kommt da reingeflossen, das ist die Fließrichtung in die Richtung. Und wir haben jetzt die Köderfische hier gefangen, beziehungsweise den einen Köderfisch und den Köderfischbiss hatten wir in dieser Buhne. Einmal auf 2 Meter Tiefe, einmal auf 1 Meter Tiefe. Dort werden wir natürlich auch nachts dann die Köderfischruten platzieren, unter anderem. Auf der Seite haben wir noch nichts gefangen, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben es gerade mal 14:30 Uhr, das heißt bis Abend hinein noch 2, 3, 4 Stunden auf jeden Fall. Und wir haben letzte Woche hier ganz gut gefangen. Hier in diesem Buhnenfeld haben wir nichts gefangen. Auf der Seite haben wir aber richtig gut gefangen. Dort auch ein Zander. Das heißt, wenn wir heute nichts fangen sollten, blenden wir vielleicht noch mal das Video dazu ein. Hier haben wir eine Tiefe abfallend zur Strömungskante von 4 auf 7 Meter. Und an dieser Kante fischen wir, auch teilweise im flachen 2 Meter Bereich. Hier haben wir ein Buhnenfeld. Natürlich wird es hier reingedrückt und 2 bis 1 Meter. Relativ flach, aber wo die Köfis sind, da können auch natürlich die Zander hinkommen. Mal schauen, wie das Ganze hier ausgehen wird. Spätestens morgen früh wissen wir mehr. Und jetzt trinke ich, glaube ich, noch einen Kaffee und dann gucken wir, was der Bommel mit dem Holz da so macht. Ob das Feuerchen schon bereit ist. So, wir haben es jetzt knapp 17 Uhr. Wir haben 3 Grad plus und das Feuer wärmt. Zumindest Can ist sehr glücklich darüber. Oh, ja. Die Fische beißen so lala, nur im Flachen, nur die kleinen Köfis, aber auch nur im Buhnenkopf, im Buhnenkessel. Nicht am Ende der Buhne. Hauptsache, das Feuer brennt. Ich glaube, im November darfst du noch und Dezember hat er dann schon Zeit. Du hast ja Köderfisch dabei, gell? Ja. Bommel hat auch noch Köder dabei. Da sind 2 Stück. Wir haben ein paar du musst die Köfis- halt Fetzen schneiden, wie auch immer. Ja. Genau, wir haben ein paar Köfis gefangen. Ja. Ich habe noch 5 kleine Köfis dabei. Ja, dann. Die Kamera läuft immer noch. Ne? Oh, es weiß aber gut. Ja. Guck mal. Ohne Scheiß. Ist doch richtig geil. Ich weiß nicht, die rechte, oder? Oh, besserer. Fisch. Ah, cooler Fisch. Ich komme mit dem Kescher, alles gut. Ja, komm mal mit Kescher. Ich bin halt gekreuzt hier. Kannst du mir geben. Warte mal. Oh, das ist ein guter. Gib mal Kescher. Wow, was ist das? Oh, Das ist ein schöner Brocken. Digga. Das ist ein schöner Brocken. Was ist das? Ist doch nicht schon wieder so eine Riesennase, oder? Doch, das ist eine Riesennase. Die ist ja größer als beim letzten Mal. So, den Drill konnten wir leider nicht aufnehmen, aber hier ist sie, ich glaube, die größte Nase, die ich so je gefangen habe. Guckt euch mal dieses Prachtstück an. Aber geil. Ach du Scheiße! Ja, gerne die Rute. So, ich will den Fisch halt nicht ablegen, ich will den direkt wieder rauslösen. So, der Fisch ist... Der Fisch ist im Kescher. Du darfst kurz einmal halten, damit wir den nicht auf den Boden ablegen. Eigentlich wollten wir Köfis sagen. Guckt euch mal bitte diese Nase an. Geil. Einfach geil. So. Schätzelein. Muss ich irgendwie runterlassen hier? Okay. Auch wenig Schleim. Aber findet noch nicht so ganz den Weg, aber schwimmt jetzt wieder. Wow. Schön. Einfach schön. Geil. Petri. Petri, Dank. Und in dieser Sequenz, die Zeit, die möchte ich einfach gerne nutzen, um zu sagen, wer zur Hölle bin ich überhaupt? Ich hatte vor 7 bis 8 Jahren einen Angelkanal und der hatte innerhalb von einem Jahr mehrere tausend Abonnenten. Die Videos hatten 20.000 bis 30.000 Views. Aber das war nicht so cool. Wir haben Tutorials gemacht und das war eigentlich gar nicht das, was wir machen wollten. Guck mal, jetzt steht hinter der Kamera der Can seinem Handy und macht ein Foto der Gauner. Es ist ja nicht so, dass ich diese fucking Sequenz schon zum 10. Mal aufnehme. Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Es gibt genug Angel-YouTuber, die Tutorials machen, die auch Plan haben. Und es gibt auch super viele Anfänger, die irgendwelche Tutorials machen, die so tun, als ob die euch was erklären, die einfach gar keine Ahnung haben. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen noch kein Fame. Wir wollen eigentlich mit diesen Videos euch mitnehmen, damit ihr zu Hause vom Bildschirm oder wo auch immer ihr seid, so ein bisschen Urlaubsfeeling habt. Deswegen wird es auch viele Szenen geben hier, wo wir vielleicht gar nicht irgendwas in die Kamera erklären, sondern versuchen einfach dieses Gefühl zu übertragen. Peace and Love. Und dass ihr einfach Spaß habt und so eine kleine Community, dass wenn ihr irgendwann mal sagt, ey, die Jungs sind genauso verrückt wie wir, ja geil, dann trifft man sich und geht zusammen angeln oder so. Wenn euch das nicht gefällt, wenn ihr ein Tutorial haben wollt, wissen wollt, wie man angelt, dann seid ihr hier safe falsch, dann schaltet um. Ansonsten seht ihr gleich geile Burger, die brate ich nachher und vielleicht gibt es auch in der Nacht noch oder vor der Nacht oder vielleicht morgen früh einen schönen Zander. Let's go!
So, also küffelmäßig haben wir noch ein paar kleine gefangen, halt die Nase, die ihr schon gesehen habt. Jetzt geht's raus in die Nacht. Wallabissanzeige funktionieren natürlich auch an der Zanderrute genauso gut. So, dass man es gut hört mit einem Empfänger. Und die Montage simpel und einfach. Hier ist jetzt zum Beispiel ein Köfi, den hatte ich tiefgekühlt. Über die, also ganz normale Montage, gar nicht hier mit einer Köfi-Nadel durch. Funktioniert auch. Ganz normales Lauchblei, absolut nichts Spannendes. Die geht jetzt rein in die flache Buhne. Und dann hoffen wir, dass das was bringt. Und wenn nicht, dann kann man trotzdem schön haben. Also. Ja, also Bissanzeiger funktioniert auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich glaube, es ist gut. Das Gefühl sagt super. Aber ich habe echt nicht gesehen, wo ich hingeworfen habe. Zu weit, zu nah, keine Ahnung. So, du hast deine Route draußen schon, gell? Oder? Meine Route ist draußen. Ja, und Can auch gerade dabei. Can, seine letzte Route kommt noch raus. Ein Träumchen. So. Ab in die Nacht. Zum Burgerbraten geht's jetzt. Sechs Köfi-Routen sind drin. Ich chill jetzt am Feuer. Ich chill am Feuer. Der Rest der Bande nicht. Because der Rest ist hier am Arbeiten. Holt noch fleißig Brennholz. Richtig. Schwitzt sich aus. Alles gut. Einer muss es ja machen. Und ich bin's nicht. Du brauchst gar nicht so dreckig lachen. Ich habe deine zweite Route reingeworfen. So. Das ist so. So. Burgers time. Ah! Cheesy. Geschmackstest. Hervorragend. So weit weg Okay. von den Routen. Was machst du jetzt schon? Was hat er gesagt? Bier. Bier. Klar, Bier. Also Bommel, du sagst, es beißt heute Nacht? Ja. Okay. Oder morgen früh. Oder morgen früh. Naja, immerhin. Also letztes Mal. Aber für die Zuschauer, letztes Mal das Video blende ich ein, da waren wir an derselben Stelle. Morgens sind wir aufgewacht, Can seine Route hing komplett durch und wir haben den dummen Fehler gemacht, es war windig in der Nacht und wir hatten Wallabissanzeiger. Das heißt, sobald die Route ein bisschen vibriert hat, hat es gebimmelt. Es hat so genervt, weil es ständig irgendwie gebimmelt hat, dass wir den Wallabissanzeiger abgemacht haben. Die Glocke am nächsten Morgen war zwar dran, aber wir haben den nicht gehört, weil die Route ist wahrscheinlich nach hinten geschnallt, kurzzeitig. Und die Schnur hing komplett durch bei Can. Das heißt, irgendein Raubfisch hat sich wahrscheinlich den Köfi genommen und dann ja, weggeschwommen. Aber halt Richtung Route, deswegen haben wir es nicht gehört. Bei mir war es so, das hat sich bewegt, wie als hätte man so Gras oder Baum in der Schnur. Ne? Die Route hat sich immer so langsam vor und zurück bewegt. Aber das Blei vom Winkel, also die Schnur war um 30 Grad oder 40 Grad versetzt. Also das Blei lag irgendwie 15 Meter weiter weg. Und dann habe ich gedacht, alles klar, dann laufe ich mal zur Route. Und hau mal an. Und ja, am Ende, ich blende euch jetzt das Video mal ein von vor 2 Wochen. Selbe Stelle, selbe Montage, nur 2 Wochen vorher mit weniger Wasser und wärmeren Außentemperaturen. So sah es aus. Oh, 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 es ist auf Video. Es ist auf Video. Früh am Morgen. Ich würde dir ja helfen, aber ich muss leider filmen. Die Route.
Oha. Der Geburtstagszander. Ja, Geburtstagszander. Ja, jetzt habt ihr das Video gesehen und mal schauen, ob uns morgen früh dasselbe erwartet oder vielleicht in der Nacht. Ich glaube nicht, dass uns nachts was erwartet. Guten Morgen. Um das Auto kurz zu halten, dass es einfach gar nichts passiert. Außer, dass wir in der Nacht pinkeln waren. Sonst war nichts, ne? Nee, ansonsten nichts. Leider keine Raubfische. Ja, wir fiedern jetzt noch ein bisschen und dann geht's ab nach Hause. Also, wenn es euch gefallen hat, bis zum nächsten Video. Peace out.